Spieltag 25 wird eröffnet von Stuttgart und Union. Das ist für mich eine klare Sache. Das werden die Stuttgarter meiner Meinung nach machen. Sieht wieder ganz klar und deutlich aus. Union ist aber auch immer gefährlich. Ja, zu Hause haben sie jetzt gegen Dortmund verloren zwar, aber ansonsten haben sie immer gut gespielt. Auswärts läuft es dagegen noch nicht so in der Saison bislang. Vielleicht ja jetzt im Saisonendspurt. Deswegen mache ich mal ein knappes 2:1, aber ich glaube, die Stuttgarter machen das, weil die haben in Wolfsburg gut gespielt, die haben gewonnen. Haben die Chance, sich mal nach über 20 Jahren wieder für die Champions League zu qualifizieren, glaube ich. Von daher sollten sie das auf jeden Fall wahrnehmen. Am Samstag unter anderem haben wir Bayern gegen Mainz. Die Bayern müssen halt jetzt die letzten Spieltage immer zusehen, dass sie ihre Hausaufgaben machen und hoffen, dass Leverkusen mal federn lässt. Aber die haben jetzt 3 Spiele, die sie verkacken dürfen, auf Deutsch gesagt. 10 Punkte Vorsprung. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Leverkusen das noch verspielt. Habe ich schon vor einigen Wochen gesagt. Es ist zwar immer noch möglich, weil es sind halt auch die Bayern. Da hat man schon alles gesehen, aber ich glaube in dieser Saison, da ist es mal so weit, dass wir einen anderen deutschen Meister sehen werden. Aber ich glaube, gegen Mainz schaffen sie es trotzdem gerade so. Nach dem Weiterkommen gegen Lazio oder auch nach dem Aus von Thomas Tuchel sind die Köpfe vielleicht etwas freier. Weiß ich ja nicht. 2:0 auf jeden Fall. Sollten die Bayern auf jeden Fall machen. Leipzig gegen Darmstadt ist auch eine klare Nummer. Bislang eigentlich nur klare Nummern. Da machen wir mal ein 3:0. Die Darmstädter haben letzte Woche gegen Augsburg ziemlich auf den Sack bekommen. 6:0 zu Hause. Haben das auch zu spüren bekommen. Nach dem Spiel ist noch einer von den Ultras, glaube ich, ganz entspannt unten aufs Feld gegangen. Hat denen mal eine kleine Ansage reingedrückt. Wie gesagt, bei denen zählt jetzt auch jedes Spiel. Die müssen mal irgendwann anfangen zu gewinnen. Ansonsten steigen sie als 18. ab. Und bei Leipzig, glaube ich, wird das sehr, sehr schwer, da irgendwas mitzunehmen. Von daher ein klares 3:0 für Leipzig. Schönes Derby, Gladbach gegen Köln. Da geht es für beide um richtig, richtig viel. Die Gladbacher, die könnten nochmal richtig unten mit reingezogen werden, wenn die Kölner gewinnen sollten in Gladbach. Die haben gegen Leverkusen halbwegs gut mitgespielt. Die waren halt schon nach einer Viertelstunde in Unterzahl. Zu Recht, wie ich finde. Also eine ganz klare rote Karte. Und Gladbach, da wird es halt auch nicht schlau draus in der Saison, ne? Von daher, was machen wir denn? Wird das unser erster Auswärtssieg? Ich gehe einfach mal mit den Kölner. Ich mache da mal ein knappes 2:1. Somit würden die Gladbacher nochmal unten reingezogen werden, so richtig. Die Kölner, die haben, glaube ich, Platz 16. Ja, sicher will ich nicht sagen, aber da müsste schon viel mit dem Teufel zugehen, wenn die Mainzer das noch schaffen. Aber das ist ja gerade das Spannende daran, dass noch alles passieren kann. Sowohl oben als auch unten, als auch in der Mitte irgendwo. Von daher gucken wir mal, ob die Kölner in Gladbach gewinnen können. Augsburg gegen Heidenheim, das ist ein Duell, das hätte ich vor der Saison auch als typisches Abstiegsduell eingeordnet. Vor allem die Heidenheimer, die konnte man noch nicht so richtig greifen und so richtig einschätzen. Für mich waren die, sage ich ganz ehrlich, Abstiegskandidat Nummer 1. Neben Darmstadt vielleicht noch ein bisschen heftiger. Aber was die dann aus ihrer Bundesliga-Saison bislang gemacht haben, das ist sensationell. Mit Frank Schmidt natürlich immer zu erwähnen. Der ist da seit über 15 Jahren. Der hat die von der Oberliga in die Bundesliga gebracht. Das ist schon Wahnsinn mit den Mitteln. Hut ab auf jeden Fall. Aber auch die Augsburger, die können auch nochmal oben angreifen. Wie gesagt, wenn die halbe Liga europäisch spielen kann, dann sind die Augsburger da auch irgendwie noch mit dabei. Ich tippe da mal ein Unentschieden. Ich mache da mal ein 1:1. Das könnte ein knappes Spiel werden. Könnte auch auf die eine Seite oder auf die andere Seite kippen. Aber ich tippe mal ein Unentschieden. Das Topspiel ist dann Bremen gegen Dortmund. Auch ein sehr, sehr spannendes Duell. Wie gesagt, die Bremer, die können auch noch nach Europa. Dadurch, dass er die halbe Liga im besten Fall europäisch spielen kann, wenn Deutschland diese Saison unter den beiden besten Nationen ist. Also bei diesem UEFA-Ranking, 5-Jahreswertung und so weiter. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Champions League Platz. Dann werden alle anderen Wettbewerbe einen Platz nach unten rutschen. Heißt dann zum Beispiel Platz 8 wäre immer noch in der Conference League. 6 und 7 wäre Euroleague. 5. ist halt dann der Champions League Platz. Tja, was machst du mit Dortmund? Die spielen ja dann gegen PSV. Dann spielen sie nochmal gegen die Eintracht zu Hause, bevor es dann in die Länderspielpause geht. Super. Braucht auch jeder jetzt zur Zeit. Tja, gehe ich da mit einem Bremer Sieg zum Beispiel, genau wie ich bei Köln ein bisschen entgegengeschwommen bin gegen den Strom. Oder mache ich einen Unentschieden? Ich kann mir beides nicht vorstellen. Ich glaube, dass da Dortmund nochmal klare Sache machen wird. Kann man das so sagen? Egal. 3:1 für Dortmund, mein Tipp. Mal gucken, ob sie es auch durchziehen. Am Sonntag dann wieder 3 Spiele. Unter anderem Bochum gegen Freiburg, die halt gegen West Ham spielen. Unter anderem in der Euroleague. Leverkusen spielt ja gegen Karabakh Akdam. Die Eintracht hätte in der Conference League gespielt gegen Fenerbahce, aber ist ja nicht mehr. Von daher gucken wir mal, was Bochum gegen Freiburg macht. Da würde ich Bochum auf einen Heimsieg tippen, ganz knapp, weil die Bochumer sehr heimstark sind. Ja, das ist Grund Nummer 1. Und zweitens, weil die Freiburger halt Reisestrapazen haben. Ich weiß gar nicht, spielen die zuerst in West Ham oder halt in London, ne?
Ich glaube aber, dass die Bochumer das zu Hause auch machen können. Also die sind zu Hause sehr, sehr stark in dieser Saison mit ihren Fans im Rücken. Physisch starke Truppe, fußballerisch läuft da auch ja, einiges in die richtige Richtung. Ich glaube, die werden auch nicht absteigen. Die werden auch die Klasse wieder halten, finde ich gut. Und so ein Sieg gegen Freiburg, warum nicht? Um 17:30 Uhr haben wir dann Frankfurt gegen Hoffenheim, auch wieder die Wundertüte. Die haben hier Frankfurt auf Sieg, also die bessere Quote ist bei der Eintracht. Sehe ich jetzt unbedingt nicht so. Also gegen Heidenheim war das auch wieder sehr, sehr dürftig, vor allem in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war schon besser. Es ging ja schon fast nicht mehr schlechter. Der Maulwurf, der uns gerettet hat in der ersten Halbzeit, das ist natürlich sehr, sehr kurios. Aber was willst du machen? Wo willst du die einordnen? Ich habe da wirklich überhaupt gar keine Chance, die Eintracht richtig zu greifen in der Saison. Ich hoffe, dass sie mindestens Sechster werden oder Siebter, je nachdem. Also mindestens mal Euroleague wäre ganz schön. Aber ob es dann im Sommer oder nach dem Sommer auch mit Dino Topmüller weitergeht, ich kann es mir Stand jetzt halt nicht vorstellen, wenn nicht eine überragende Entwicklung jetzt nochmal kommt in den letzten Spielen und man wirklich jetzt seine Handschrift sieht. Wie gesagt, Ballbesitzfußball ist ja sein Ziel, aber man kann auch attraktiven Ballbesitzfußball spielen. Das zeigt ja zum Beispiel der VfB Stuttgart. Also die spielen ja auch nicht nur hinten rum. Hier tippe ich natürlich wieder für die Eintracht. Hoffenheim ist auch immer sehr, sehr eklig zu bespielen. In Bremen ganz knapp zu Hause gewonnen. Bei uns werden sie jetzt hoffentlich ganz knapp verlieren. 2-1 für die Eintracht. Und als Abschluss das Duell der beiden Großkonzerne. Bayer gegen Volkswagen. Leverkusen gegen Wolfsburg. Dürfte eigentlich auch wieder eine klare Sache sein für Leverkusen. Da ist aber auch wieder die Gefahr, dass da dieses ausgerechnet Jetzt-Spiel für Wolfsburg reinrutscht. Die haben gegen Stuttgart nämlich gar nicht so schlecht gespielt, haben ganz knapp 3-2 verloren. Und das wäre jetzt die Gelegenheit, dann in Leverkusen mal wieder für eine Überraschung zu sorgen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Wie gesagt, es sind zwar jetzt einige Gerüchte um Xabi Alonso, dass er wohl zu den Bayern gehen soll im Sommer. Aber der hat gesagt, er will jetzt erstmal bleiben, auch über den Sommer hinaus. Diese typischen Gerüchte, die werden jetzt die nächsten Wochen auch noch irgendwie aufkommen. Vielleicht bringt das auch noch mal ein bisschen Unruhe rein bei Leverkusen. Weiß man jetzt natürlich alles nicht, aber ich glaube, für das Spiel, das wird Leverkusen gegen Wolfsburg gewinnen. Wir speichern die Tipps und wir gucken natürlich wie jede Woche auf die Gesamtübersicht. Da wird es oben auch ganz, ganz eng bis zum Schluss werden. Hegebusch, De Quino, Paul, der Kalypso und der Tipsixon. Das sind die ersten 5, die ganz, ganz eng beieinander sind. Am Ende die Bonustipps, die machen auch immer noch viel aus. Ich bin 13. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden mit dem Ben 1103. Das freut mich wirklich sehr, auch dass ihr noch so aktiv mit dabei seid. Ziehen wir das noch die letzten 9 Spieltage, glaube ich, durch. Nächste Woche nochmal, dann haben wir erstmal wieder Länderspielpause gegen die Niederlande und gegen Frankreich. Bin sehr, sehr gespannt, wen Julian Nagelsmann da nominiert. So aus dem Bauch raus würde ich sagen, müssten ein paar Stuttgarter mit dabei sein. Ich glaube, Pavlovic von Bayern, der macht seine Sache gar nicht so schlecht. Wer spielt hinten rechts? Joshua Kimmich, Wagnumann. Wer spielt im Mittelfeld? Also es sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen bei der Nationalmannschaft und es ist nicht mehr so lange Zeit bis zur Heim-EM. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich lasse mich da wirklich überraschen. Ich kann auch noch gar keine Prognose abgeben. Naja, also jetzt erstmal die Tipps zum 25. Spieltag. Ich wünsche euch wie immer viel Glück für eure Mannschaften, für eure Tipps. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Spieltag 26. Macht's gut. Ciao, ciao.